So, willkommen an der dritten Station unserer Mauertour. Ich stehe hier an der Gedenkstätte Günter Litvin. Günter war der erste Erschossene an der Berliner Mauer. Die Situation hier an der Grenze war insofern ein bisschen ähnlich wie an der Bernauer Straße, als dass das Ufer und das Wasser noch komplett zu Ostberlin gehört haben und erst das gegenüberliegende Ufer des Kanals in die Richtung wieder zu Westberlin gehörte. Günter war 1961 24 Jahre alt, hatte eine Schneiderlehre hinter sich und kommt natürlich ursprünglich aus dem Osten, sonst hätten sie ihn nicht erschossen, und hatte einen Job und eine Wohnung im Westen. Hat sich aber noch nicht umgemeldet, weil dann wäre er als Republikflüchtling angesehen worden und hätte seine Verwandten im Westen nicht mehr besuchen können. In der Nacht vom 12. auf den 13. August war er bei seiner Mutter und seinem Bruder im Osten und man hat ihm quasi die Grenze vor der Nase dicht gemacht. Und er ist also die nächsten Tage entlang dieser Grenze gelaufen, teilweise mit dem Fahrrad, teilweise alleine, teilweise zu zweit, zu dritt, um eine Lücke zu finden. Ich hatte euch ja vorhin erzählt, dass es natürlich am Anfang noch ein paar Lücken in dieser Mauer gab. Steht also hier am Ufer und wird angesprochen von den sogenannten Transportpolizisten. Zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand, dass es einen Schießbefehl gibt. Das heißt, es konnte niemand damit rechnen, erschossen zu werden. Die sprechen ihn also an, halt, Grenzkontrolle, was tun Sie hier? Geben angeblich Warnschüsse ab. Das lässt sich heute nicht mehr so genau nachvollziehen. Und Günter springt quasi in einer Kurzschlussreaktion ins Wasser und kurz bevor er das gegenüberliegende Ufer erreicht, wird er also mit einem Kopfschuss getötet. Die Leiche wird erst 3 Stunden später von der Ostberliner Feuerwehr aus dem Wasser geholt. Mittlerweile waren Hunderte von Zuschauern da. Der Familie Litvin hat man aber nichts gesagt. Die haben bloß mitbekommen, dass irgendwas nicht stimmt, weil erst der Bruder Jürgen festgenommen wurde und zweitens die Wohnung der Mutter durchsucht wurde. Vom Tod des Bruders erfahren haben sie aus der Westpresse, und zwar 2 Tage später. In der offiziellen Todesanzeige war von einem tragischen Unfall die Rede, weil natürlich die Behörden im Osten nicht wollten, dass das sofort so publik wird. Das ist eine schlechte Presse, wollte auch die DDR nicht. Und insofern war das Ganze eine komplett unklare Situation. Man hat der Familie auch gesagt, sie dürfen die Leiche nicht sehen. Das heißt, die Beerdigung sollte mit einem geschlossenen Sarg stattfinden. Und der Bruder Jürgen hat sich also überlegt, ja, haben die den gefoltert oder was haben die mit dem gemacht 2 Tage lang? Wieso erfahre ich erst jetzt davon und wieso darf ich die Leiche nicht ansehen? Hat sich also bei der Beerdigung einen Kuhfuß, ein Brecheisen ins Hosenbein gesteckt und ein paar Kumpels gesagt, sie sollen aufpassen, hat den Sarg aufgebrochen, um zu gucken, was sie mit seinem Bruder angestellt haben, und hat dann aber letztlich nur ein kleines Pflaster hier über dem Kinn gesehen. Das war die Austrittswunde des Kopfschusses. Wie gesagt, der erste Mauererschossene. Für den Bruder Jürgen, der diese Gedenkstätte eingerichtet hat, war das bis ans Lebensende das prägende Erlebnis. Und er hat sich sein Leben lang engagiert, hat auch dafür gesorgt, dass dieser Turm erhalten wird, mit einem kleinen Trick. Anfang der 90er Jahre, als der Turm abgerissen werden sollte, hat er einen Obdachlosen hier einquartiert. Und es gibt eine Rechtsprechung, ein Gesetz, dass Häuser, in denen jemand wohnt, dürfen nicht abgerissen werden. Und bis daraus ein denkmalgeschütztes Gebäude wurde, immer zu erkennen an diesen blauen Rauten mit dem Pfeil da oben an der Wand, hat er einfach einem Obdachlosen 5 Mark am Tag gegeben dafür, dass der hier drin kapiert. Ganz tragische Geschichte und für mich immer ein Beispiel dafür, dass es kaum jemanden in dieser Stadt gab, kaum eine Familie, der nicht in irgendeiner Art und Weise direkt betroffen war. Fragt die Leute. Jeder, der zu der Zeit hier aufgewachsen ist oder jemanden kannte, kennt eine Geschichte, hat eine Geschichte, die mit dieser Mauer, dieser Teilung zusammenhängt. Aber auch das Schlimmste hört irgendwann auf. Das heißt, wir fahren jetzt gleich zur Bösebrücke, dem Standort des ehemaligen Grenzübergangs Bornholmer Straße, der Ort, an dem die Mauer letzten Endes gefallen ist.
und es endete, wie es angefangen hat, mit einer komischen Pressekonferenz. Bis gleich.